Vor 500 Tagen habe ich die Entscheidung getroffen, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und diese Entscheidung war mit Abstand die beste Entscheidung, die ich jemals für meine Gesundheit und auch meine persönliche Entwicklung getroffen habe. Ich will mit diesem Video niemanden bekehren oder davon überzeugen, ebenfalls keinen Alkohol mehr zu trinken. Ich möchte lediglich berichten, was sich in meinem Leben verändert hat, seitdem ich vor 500 Tagen entschieden habe, mein Leben ohne Alkohol zu leben. Für diejenigen, die mich nicht kennen, mein Name ist Sascha. Ich war 10 Jahre lang Polytox abhängig, hatte Angst- und Panikattacken und bin dem Suizid nur knapp entkommen. Heute bin ich Ausdauer- und Extremsportler, habe ein eigenes Unternehmen und helfe anderen dabei, ebenfalls ein nüchternes und erfülltes Leben zu leben. Das erste, was sich wirklich spürbar verändert hat, und zwar bereits nach wenigen Tagen, war mein Schlaf. Ich war darauf vorbereitet, dass meine Schlafqualität ein bisschen besser wird, aber dass mein Schlaf sich in dem Ausmaß verändert, nicht nur verbessert, verändert, habe ich nicht erwartet. Ich habe auf einmal beinahe jede Nacht durchgeschlafen, 8 Stunden. Ich bin um 22 Uhr ins Bett und bin bis 6 Uhr morgens nicht mehr aufgewacht. Wenn ich dann aufgewacht bin, war ich unglaublich erholt und das kannte ich davor die letzten 10, 15 Jahre so nicht. Aber abgesehen davon habe ich gemerkt, dass ich unglaublich intensiv geträumt habe und in diesen Träumen ging es oftmals um sehr, sehr alte Konflikte, die ich mit mir nahestehenden Personen hatte. Und daran konnte ich einfach sehen, dass mein Hirn da gerade enorm am Verarbeiten ist. Und genau diese emotionale Verarbeitung, die da stattgefunden hat, konnte ich dann irgendwann auch in meinem Alltag, in meinem wachen Leben spüren, weil ich emotional einfach viel ausgeglichener war. Der zweite Punkt, der mir relativ schnell aufgefallen ist, betrifft das Stichwort Integrität. Ja, was meine ich damit? Integrität ist eine gewisse Rechtschaffenheit als Person, aber für mich auch eine gewisse Stimmigkeit, eine gewisse Kongruenz, dass ich sage, was ich denke und dass ich tue, was ich sage. Und damit hatte ich in der Vergangenheit oftmals Probleme, dem gerecht zu werden. Ich hatte schöne Vorsätze und Ansätze und habe die auch immer rausgesprochen in die Welt, aber wenn es dann darum ging, das eben umzusetzen, war da oftmals relativ wenig. Und das war was sich relativ schnell eingestellt hat, dass ich einfach gemerkt habe, dass ich meinen eigenen Ansprüchen viel öfter, viel mehr gerecht werde. Ich sage, ich werde morgen um 16 Uhr das und das tun und guess what? Ich habe am nächsten Tag um 16 Uhr eben das getan. Da gab es auf einmal nicht mehr diese äußere Gewalt, nenne ich das mal, die meine Pläne torpediert hat. Ja, also weil ich am nächsten Tag vielleicht irgendwie mit einem Kater da lag und dachte, oh mein Gott, ich weiß nicht, ob ich das heute hinbekomme. Und das war auf einmal weg und somit konnte ich einfach viel mehr Verantwortung übernehmen, auch Verantwortung übernehmen für eben genau die Dinge, die ich gesagt habe, die ich tun werde. Der nächste Punkt, den ich gerne ansprechen wollen würde, betrifft meine Produktivität. Ich war noch nie der produktivste Mensch und bin auch heute noch nicht der produktivste Mensch. Wenn du irgendwann von mir ein Video siehst, in dem ich mich als Produktivitätscoach ausgebe, schau das Video am besten nicht an. Ich kämpfe damit immer noch. Dennoch ist meine Produktivität seit der Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken, definitiv so gut, so hoch wie noch nie davor. Ich brauche heute immer noch 2 Stunden für 1 Stunde Arbeit, aber ich habe davor ungefähr 7 Stunden für 1 Stunde Arbeit gebraucht und somit war das einfach eine enorme Verbesserung meiner Produktivität. Meine Aufmerksamkeitsspanne hat sich definitiv verbessert. Ich schaffe es einfach heute, länger an Dingen dran zu bleiben, mich auch durch diese Momente, in denen sich Langeweile oder Ablenkung einstellt, durchzubeißen und am Ende des Tages einfach mehr geschafft zu kriegen. Das nächste, was sich relativ eindrücklich verändert hat, waren meine persönlichen Beziehungen. Meine persönlichen Beziehungen sind seit der Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken, nochmal um einiges beständiger geworden, stabiler geworden. Die Beziehungen haben nicht mehr so viele Lows, weil einfach diese emotionalen Konfliktsituationen irgendwo auch wegfallen. Es gab es in der Vergangenheit in meinem Leben schon das ein oder andere Mal, dass ich auch mit mir sehr nahestehenden Menschen
hatten eine tolle Nacht, haben getrunken und gefeiert und waren super ausgelassen, aber irgendwann gab es ein Konfliktthema und das Ganze war dann eben von beiden Seiten so emotional behaftet und hat sich dann hochgeschaukelt, dass das völlig eskaliert ist und wir sind dann mehr oder weniger im Streit nach Hause gegangen. Und seit ich das nicht mehr habe, seit ich keinen Alkohol mehr trinke, gibt es diese Situationen so einfach nicht mehr. Und somit sind meine Beziehungen um einiges stabiler geworden. Zu guter Letzt möchte ich über den Punkt Sport sprechen. Ich hatte schon immer große sportliche Ambitionen, gemessen an mir selbst und meinem eigenen Track Record. Seit der Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken, sind meine persönlichen Ambitionen rund um Sport auf jeden Fall nochmal gewachsen und aber auch das, was ich tatsächlich leisten kann, ist so viel besser geworden, dass es mir fast schwerfällt, das zu quantifizieren. Also selbst wenn ich einen für meine Verhältnisse sehr, sehr langen Lauf mache an einem Sonntag, 30, 35 Kilometer, ich gehe danach ins Bett, schlafe eine Nacht, wie ich vorher gesagt habe, meistens richtig gut und am nächsten Tag ist meine Muskulatur und mein Körper einfach ausgeruht und das führt dazu, dass ich eben viel schneller danach wieder trainieren kann und somit habe ich viel, viel mehr wöchentliche Kilometer in meinem Fall, wenn es ums Laufen geht, als ich davor jemals hatte. Das heißt, meine Leistungsfähigkeit rund um Sport ist einfach durch die Decke gegangen seit der Entscheidung.